Gerade habe ich diesen Kommentar bekommen. Habe ich was verpasst? Sind wir immer noch im Wahlkampf? Ich weiß, die Bundestagswahlen, meine Freunde, sie sind vorbei. Aber es wird doch mehr als je zuvor auf die Parteien jetzt geschaut. Auf jeden einzelnen Politiker, der ein bisschen Verantwortung in Deutschland jetzt trägt. Und natürlich ein ganz großes Augenmerk auf den Herrn Merz. Ja, denn er sollte sich keine Fehler erlauben. Ich werde am Ende des Videos ein kleines Video einspielen von einem AfD-Mann, der was ganz Wichtiges gesagt hat. Und ich sage jetzt auch eine kleine Prognose voraus. Denn die AfD hat sich in 3 Jahren verdoppelt. Das ist immens, das ist brutal. Damit hat kaum einer wahrscheinlich gerechnet. Aber warum ist das passiert? Altparteien, Olaf Scholz, Friedrich Merz, die ganze Union und alle, wie sie heißen. Ja, es ist nicht nur Wahlkampf wieder in 4 Jahren oder alle 4 Jahre. Nein, ab jetzt, Tag 1, ab jetzt zählt's schon wieder. Das ist ja, wenn du Fußballprofi werden willst, bringt das ja nichts, du bei der Weltmeisterschaft zu trainieren oder gut zu spielen. Nein, du musst vorher schon gut spielen und dich zeigen, damit du überhaupt eine Chance hast, bei der WM dabei zu sein. Und so ist es auch jetzt hier bei der Politik. Das ist das, was viele nicht verstehen. Der Wahlkampf ist vorbei. Das ist ja alles schön und gut vom Prinzip her. Aber es geht doch jetzt erst richtig los, weil es darf sich keiner von den Gewählten doch einen Fehler erlauben. Weil sonst springen die Wähler ab. Und rate mal, wo die Wähler dann hinspringen, wenn sie enttäuscht worden sind von damals der CDU, Merkel-Partei, Merkel-Regierung, SPD, Grüne, Ampelregierung mit Scholz, mit einem Habeck, mit einer Frau Baerbock als Außenministerin. Also wo sind wir denn bitte hingekommen? Genau diese Leute haben es dazu gebracht, dass eine sogenannte rechtsextreme Partei stärker wird in Deutschland. Es ist auch kein Wunder, dass gerade im Osten von Deutschland blau ist sozusagen. Nicht vom Alkohol, nein, sondern von der Partei her. Diese Menschen haben die Schnauze voll. Und deswegen haben sie die AfD gewählt, die Alternative für Deutschland. Auch wenn du das jetzt vielleicht anders siehst. Aber diese Menschen haben sich entschieden. Und es werden sich noch mehr Menschen für die AfD entscheiden, wenn Altparteien, wenn die CDU, wenn Friedrich Merz und je nachdem, es sind Gespräche mit der SPD am Start, wenn es zu so einer GroKo kommen sollte, zu einer großen Koalition, dann haben wir vielleicht in den nächsten Jahren vielleicht doch das, was die meisten anscheinend in Deutschland nicht haben wollten. Nämlich die AfD, eine sogenannte rechtsextreme Partei an der Macht in Deutschland. Und deswegen bin ich mal sehr gespannt, was du dazu sagst, ob du jetzt einfach alles stehen und liegen lässt und dein Leben weiterlebst, das sollst du auch, oder ob du trotzdem, obwohl die Brisanz erstmal raus ist aus der Politik, was den Wahlkampf angeht, ob du dranbleibst und genau beobachtest, was diese neuen Herrschaften in Deutschland fabrizieren. Da bin ich sehr gespannt auf deine Meinung. Schau dir das Video jetzt an von dem Herrn von der AfD bei der Welt, was er dazu sagt, was seine Einschätzung ist. Und am Ende des Videos nochmal eine ganz klare Voraussage von Alice Weidel, was in Zukunft passieren wird. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie in dem Fall sogar Recht behält. Weil es die Altparteien wahrscheinlich, wie in der Vergangenheit, einfach wieder mal vermasseln werden. Und wenn dir das Video bis jetzt gefällt, lass dem Video einen Daumen nach oben da, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke, damit du kein Video mehr verpasst. Und gerne kannst du das Video natürlich weiterteilen in deinen Gruppen, in deinen Social-Media-Kanälen. Ich freue mich auf dein Feedback. Viel Spaß weiterhin mit dem Video. Die AfD hat ihr Ergebnis im Vergleich zu 2021 verdoppelt. Regieren will mit ihnen aber niemand. Wie bittersüß ist dieser Wahlerfolg? Nein, wir setzen ja die Themen der Republik. Wenn Sie geguckt haben, was Merz an Garantieversprechen gegeben hat, sozusagen Ehrenwort, er wird die Migration begrenzen, strikt begrenzen, die Garantie hat er abgegeben. Das kann er ja nur mit uns machen. Das wird mit der SPD ja nichts werden. Er wird ja nicht mit Ihnen koalieren.
Das ist ja eine Koalition, ist überhaupt nicht notwendig. Uns geht es ja nicht um Koalition, um Pöstchen, Ministerpöstchen, Staatssekretäre und 1000 andere Pöstchen. Uns geht es um Deutschland, dass die vernünftigen Anträge, Gesetzesvorlagen jetzt durchkommen, was die Mehrheit der Bevölkerung ja will. Migrationsbegrenzung, Ende von Heizungsgesetz und diesen ganzen linksgrünen Wahnsinnigkeiten. Das kann er nur mit uns machen. Ja, ich höre Ihnen zu. Aber der Punkt ist ja, wenn er jetzt mit der SPD, danach sieht es jetzt ja aus, dass es auf Schwarz-Rot hinauslaufen könnte. Man weiß noch nicht, wie die SPD sich jetzt da positioniert. Die wollen ja auch noch eine Mitgliederbefragung machen. Aber wenn es jetzt darauf hinauslaufen sollte, Herr Merz ist natürlich dann auch an die Koalitionsdisziplin gebunden. Der kann natürlich dann auch nur Gesetze einbringen, die SPD auch mit absegnen würde. Sie stellen es jetzt ja so dar, der kann dann machen, was er will und wir stimmen dann auch mit zu, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber die Praxis sieht doch dann eher anders aus. Nee, er wird das ja gerade sein Ehrenwort, sein Garantieversprechen nicht umsetzen können. Der Wähler hat jetzt neu bestimmt, das haben wir einen neuen Bundestag. Alle 3 Ampelmänner sind sozusagen, mussten jetzt zurücktreten. Scholz, Lindner, Habeck. Jetzt haben wir eine völlig neue Situation und wir sind die größte Oppositionspartei im Bundestag. Und wenn er die Themen durchsetzen will, wie er es besprochen hat, kann er es nur mit uns machen. Und wir stehen zur Verfügung, brauchen dafür gar keine Koalition. Das Beispiel gab es ja am Mittwoch. Aber in der Praxis scheitert das doch dann an der SPD, oder verstehe ich es da falsch? Nee, die SPD muss jetzt gucken, was sie macht. Ob sie sozusagen bereit ist, auf Merz irgendwie zuzugehen und die CDU. Ich vermute mal, das wird sie nicht tun. Saskia Esken und wer alles für die SPD noch steht, das ist ja nicht mehr die alte Arbeiterpartei SPD. Das ist ja eine linke Intellektuellenpartei, die will, dass Deutschland immer bunter und diverser wird. Das wollen die breiten Wählerschichten aber nicht. Und da wird, wenn Merz wirklich seine Anträge, Gesetzesvorlagen durchbringen will, Zurückweisung an der Grenze, wird das nur mit uns gehen, wie wir ja schon bewiesen haben. Und wir sind ja verdoppelt an Abgeordneten. Wir sind eine viel stärkere Kraft im Parlament jetzt. Da wird Merz auf Dauer nicht dran vorbei können. Also Sie schlagen da weiterhin eine indirekte Zusammenarbeit mit der Union vor. Ihre Parteichefin Weidel hat dagegen gestern wörtlich gesagt, sie wolle die künftige Regierung jagen. Was denn nun, jagen oder zusammenarbeiten? Nein, das passt ja beides zusammen. Indem wir die Themen setzen, nämlich die Themen, die die große Mehrheit der Bevölkerung will. Zurückweisung an der Grenze, Heizungsgesetz, diese ganzen linksgrünen Wahnsinnigkeiten müssen aufhören. Das bieten wir an. Und solange Merz das nicht umsetzt, sein Garantieversprechen bricht, werden wir ihn natürlich jagen politisch. Das eine und das andere gehört natürlich zusammen. Also ist nur eine etwas martialischere Ausdrucksweise. Politischer Wettbewerb, deswegen habe ich ja... Okay, lassen Sie uns noch mal über was anderes sprechen. Rein rechnerisch im nächsten Bundestag haben AfD und Linke jetzt eine Sperrminorität. Sie kommen zusammen auf 216 Stimmen. Die jetzigen Parteien der Mitte überlegen jetzt schon, ob sie vorher noch mit den Stimmen des alten Bundestages eine Schuldenbremse lockern oder entsprechende Vorhaben für die Ukraine-Hilfen noch durchdrücken. Würden Sie denn von dieser 1/3 Sperrminorität mit den Linken Gebrauch machen, wenn es darauf ankäme? Also die Linken sind so weit weg von uns. Die sind ja auch für Multikulti, divers und bunt und jede Menge Migration. Mit denen haben wir gar nichts gemein. Also und auch die optimale Umverteilung, die Sorge ist unbegründet. Allerdings die Schuldenbremse, dass Merz jetzt die Schuldenbremse auflösen will, wo er vorher... Verteidigungszwecke, so was man hört. Die Zwecke, wie auch immer. Er hat vorher versprochen, dass er das nicht macht. Jetzt will er die Schuldenbremse und auch noch mit dem alten Bundestag, mit dieser Zweidrittelmehrheit, die er jetzt noch hat, mit SPD und Grünen auflösen, die er im neuen Bundestag ja gar nicht mehr hat. Das Volk hat ja neu gewählt. Das ist ja auch demokratietechnisch eigentlich ein Vergehen. Solche Verfassungsänderungen jetzt noch durchzusetzen, das zeigt schon, Merz beginnt gleich mit Versprechensbrüchen, mit Brüchen von Garantieerklärung. Da bin ich mal gespannt, was das noch wird. Wir stehen für eine vernünftige Politik auf jeden Fall bereit. Bernd Baumann, vielen Dank für den Besuch. Danke sehr.